Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal alles erklären, was ihr wissen müsst über den Bazar, um dort erfolgreich Items zu kaufen und zu verkaufen. Doch erst einmal kurz angefangen mit den Grundlagen. Im Spiel findet ihr den Bazar direkt hinterm Auktionshaus. Um Items im Bazar zu handeln, müsst ihr das Farming Skill, das Mining Skill und das Foraging Skill auf Level 7 haben. Im Bazar selber lassen sich fast alle Items handeln, welche von Minions erfahren werden und auch deren enchantete Formen. Zudem gibt es auch noch eine extra Sektion, in der besondere Items verkauft werden, welche auch in großen Mengen gehandelt werden, wie beispielsweise Summoning Ice oder Super Compactor. Da alle Items, die ihr im Bazar kaufen könnt, auch von einem anderen Spieler angeboten werden, kann es auch mal passieren, dass ein Item nicht vorrätig ist, also ihr es nicht sofort kaufen könnt, sondern darauf warten müsst, bis ein anderer Spieler wieder dieses geforderte Item in dem Bazar zum Verkauf einstellt. Wenn ihr selber Items im Bazar kaufen oder verkaufen wollt, habt ihr entweder die Möglichkeit, diese Aktion sofort durchzuführen, indem ihr bei dem jeweiligen Item, was ihr braucht oder verkaufen möchtet, auf die linke Seite geht und dort entweder Verkaufen oder Kaufen auswählt. Der Vorteil der Sofortaktion ist ziemlich ersichtlich, denn so erhaltet ihr sofort das geforderte Item oder die Coins. Der Nachteil bei der Verwendung der Sofortaktion ist aber, dass ihr meist weniger Coins für eure Items bekommt oder mehr Coins bezahlen müsst, wenn ihr die Items kauft. Neben dem Verkaufen einzelner Items habt ihr aber auch die Möglichkeit, alle Items mit einmal zu verkaufen, die ihr im Inventar habt, welche im Bazar gehandelt werden können. Seid aber vorsichtig mit dieser Funktion, denn es könnte passieren, dass ihr Items deutlich unter Wert verkauft oder ihr aus Versehen Items verkauft, die ihr gar nicht verkaufen wolltet, und dann ist es nicht möglich, den Verkauf rückgängig zu machen. Neben der Möglichkeit, Items sofort zu kaufen oder verkaufen, habt ihr aber auch die Möglichkeit, Angebote zu erstellen, um Items über einen längeren Zeitraum zu kaufen oder zu verkaufen. Ich werde euch im Folgenden einmal kurz die Vorgehensweise beim Erstellen eines Verkaufsangebots erklären. Im Grunde ist dieses auch recht ähnlich zu einem Kaufangebot. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass ihr beim Verkaufsangebot das zu verkaufende Item im Inventar braucht und bei einem Kaufangebot benötigt ihr genügend Coins auf eurer Hand, um dieses Angebot zu erstellen. Bei meinem Verkaufsangebot möchte ich nun gern diesen Stack enchantete Netherwarzen verkaufen. Aus diesem Grund gehe ich in die Farming-Abteilung, dort wähle ich die Netherwarzen aus und klicke dort dann auf die enchantete Netherwarze. Hier wähle ich auf der rechten Seite Create Sell Order und nun habe ich 4 verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Preis für meine Netherwarzen bestimmen möchte. Bei der ganz linken Option würdet ihr die Netherwarzen zu dem gleichen Verkaufspreis anbieten wie momentan das günstigste Angebot. Bei der zweiten Methode würdet ihr eure Items 0,1 Coin günstiger anbieten als das momentan billigste Angebot. Bei der dritten Methode, den 10% Spread, wird die Differenz aus der niedrigsten Sell Order und der höchsten Buy Order gebildet. Von dieser Differenz werden 10% gebildet und dieser Wert, der dort hinauskommt, wird von der niedrigsten Sell Order abgezogen, sodass wir dann auf den Wert für unsere Items kommen. Und bei der vierten Methode habt ihr die Möglichkeit, selber einen Preis anzugeben. Ich persönlich nehme meistens die erste Methode, also dass ich die Items so anbiete, wie sie momentan bereits angeboten werden, da ich so die Items recht schnell verkaufe und auch noch zu einem meist ganz guten Preis. Aber wenn mir der Preis zu niedrig ist oder ich sehe, dass die Sell Orders vor mir, wenn ich den Preis etwas höher mache, nur wenige Items beinhalten, stelle ich auch den Preis höher, um etwas mehr Gewinn zu machen. Aber bei der Auswahl der Methode muss jeder selber entscheiden, wie teuer oder günstig er seine Items anbieten will. Denn je teurer ihr eure Items anbietet, desto länger wird es wahrscheinlich dauern, die Sell Order zu erfüllen. Oder vielleicht wird die Sell Order nie erfüllt und ihr müsst eure Order sogar canceln, um eure Items dann erneut wieder vielleicht für einen günstigeren Preis in den Bazar einzustellen. Wenn dann die Sell Order oder die Buy Order erfolgreich oder teilweise erfolgreich ausgeführt wurde, könnt ihr die Items hier abholen, indem ihr auf das jeweilige Item klickt. Wundert euch bei Sell Orders aber nicht, dass ihr ein bisschen weniger Coins bekommt, als ihr eigentlich bekommen solltet, da noch 1% Steuern auf jeden Verkauf anfallen. Ähnlich wie auch im Auktionshaus ist natürlich auch hier möglich, im Bazar Geld zu verdienen, indem man Items flippt, also dass man die Items günstig einkauft und sie teurer weiter verkauft. Welche Items aber momentan gut zu flippen ist schwer zu sagen, da ja alle Preise im Bazar von den Spielern beeinflusst werden, aber es gibt bereits eine Auction House Website, auf welcher man sehen kann, welche Items am meisten Profit machen, wenn man sie flippt. Jedoch muss man bei dieser Seite bedenken, dass beispielsweise der Slime-Block, welcher pro Flip recht viel Coins bringen würde, gar nicht mal so oft von Spielern gekauft wird, also dass es doch recht lange dauern würde, den Gewinn wirklich zu verwirklichen. Daher wäre meine Empfehlung, flippt lieber solche Items, welche viel von Spielern benötigt werden, wie beispielsweise enchantete Kartoffeln für Hot Potato Books, denn dort ist die Gewinnspanne zwar nicht ganz so hoch, aber es ist möglich in relativ kurzer Zeit viele enchantete Potatoes zu flippen,
im Vergleich zu einem Slime-Block, welcher man eigentlich nicht wirklich oft im Spiel braucht, außer man möchte vielleicht mal seinen Slime-Minion upgraden. Wenn ihr selber ein Item gefunden habt, welches man sehr gut flippen kann, würde ich euch aber raten, das nicht sofort jedem zu verraten, denn wenn viele Leute anfangen, das gleiche Item zu flippen, wird die Gewinnspanne, die ihr dort erzielen könnt, mit der Zeit immer geringer. Und wenn ihr nicht so richtig wisst, welches Item ihr flippen sollt, kann ich euch nur die Website hier empfehlen, die ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt habe, denn hier ist einmal der absolute Gewinn pro Item dargestellt, wenn ihr dieses flippt, und auch der prozentuale. Weiterhin beim Bazar müsst ihr aber auch noch beachten, wenn ihr Items verkauft, dass ihr sie nicht billiger als beim NPC verkauft, denn Spieler können auch niedrigere Buy-Orders erstellen, als der NPC die Items euch abkaufen würde. Ein Beispiel dafür sind Federn, welche beim NPC für 3 Coins verkauft werden, aber im Bazar kann man auch Angebote für 2 Coins finden. Und für Leute, die jetzt nicht den ganzen Tag neben dem Bazar stehen wollen, um einen Wirtschaftssimulator zu spielen, habe ich auch noch einen kleinen Tipp. Ihr könnt einfach kurz jeden Tag wichtige Items bei den NPCs kaufen, in den Mengen, die ihr euch kaufen könnt, also 10 Stacks, wie beispielsweise Gold oder Flint, und diese dann einfach gleich direkt wieder in den Bazar verkaufen, um etwas Gewinn zu machen. Ansonsten könnt ihr auch mal gern eure Meinung über den Bazar in die Kommentare schreiben, denn der Bazar ist ja nun bereits ein paar Tage im Spiel drin und die Preise haben sich schon so langsam stabilisiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.